Im heutigen Webinar geht es um räumliche Marktanalysen. Also ich möchte Ihnen einen Einblick geben, wie solche Marktanalysen funktionieren. Grundsätzlich dienen ja Marktanalysen dazu, Entscheidungen für Ihr Unternehmen besser, sicherer und gegebenenfalls auch schneller treffen zu können. Es geht also darum, aus einer Vielzahl von Kennzahlen und Daten Wissen für Ihr Unternehmen abzuleiten und damit die konkreten Maßnahmen abzuleiten. Erfahrungsgemäß wissen wir aber, dass viele Unternehmen räumliche Daten selten auswerten. Wir mit der VigaGIS können Ihnen zeigen, wie einfach es ist, Daten räumlich auszuwerten. Es geht also darum, räumliche Zusammenhänge aufzudecken. Das Lieblingsfragewort bei der VigaGIS ist das Wort wo. Wo habe ich viele Kunden? Wo habe ich Kunden verloren? Wo habe ich ein hohes Potenzial? Wo kann ich mein Händlernetz verbessern? Wie derartige Datenanalysen funktionieren, werde ich Ihnen heute präsentieren. Was werde ich Ihnen heute präsentieren? Im ersten Teil werde ich Ihnen anhand eines einfachen Beispiels einen Einblick in die räumliche Marktanalyse geben. Im zweiten Block geht es um das Thema der strategischen Händlernetzplanung oder Händlernetzoptimierung. Und abschließend werde ich Ihnen zeigen, wie Sie interaktive Marktanalysen mit unserer Lösung VigaWeb durchführen können. Jeder Block wird in etwa 15 Minuten dauern und abschließend habe ich noch Zeit, um Ihre Fragen zu beantworten. Falls Sie schon während des Vortrags Fragen haben, bitte ich Sie, diese in den Chat zu schreiben, damit sie nicht verloren gehen. Und los geht's. Zunächst möchte ich Ihnen anhand eines Fallbeispiels aus der Praxis, wie es uns oft zugetragen wird, eine Marktanalyse vorstellen, eine räumliche Marktanalyse. In unserem Fall geht es um einen Fahrradhersteller. Dieser macht 45 Millionen Euro Jahresumsatz in Deutschland und sein Vertrieb erfolgt hauptsächlich über den Fachhandel mit einem Fokus auf Premium-Partner, weil die am meisten Umsatz generieren. Wir haben auch eine Fragestellung mit auf den Weg bekommen. Und zwar, wir sollen die Wachstumsstrategie überprüfen und für das nächste Geschäftsjahr Wachstumspotenziale identifizieren, herausfinden, wo die sind. Dafür brauchen wir aber Daten. Wir haben die Vertriebscontrolling-Abteilung gebeten, uns Daten zur Verfügung zu stellen. Und die hat das auch gemacht. Und zwar hat sie uns diese Daten in Form einer Tabelle, einer Excel-Tabelle zur Verfügung gestellt. Dies ist ein typischer Ausschnitt, wie wir sie oft bekommen von Kunden. Interne Kennzahlen in Form von Tabellen. Das Gute ist, in dieser Tabelle, wenn Sie näher reinschauen, wir haben hier schon die ersten räumlichen Informationen, mit denen wir arbeiten können. Die ersten zwei Spalten zeigen die Landkreisnummer und den Landkreisnamen. Aber auch andere räumliche Informationen können wir hier ableiten, die indirekt in der Tabelle enthalten sind. Eine Frage an Sie jetzt. Können Sie auf den ersten Blick, wenn Sie diese Tabelle anschauen, räumliche Zusammenhänge erkennen? Können Sie weiße Flecken in Deutschland oder Potenzialgebiete ausfindig machen? Eher schlecht. Auch mit Excel-Visualisierungshilfen und die Balkendarstellungen hier oder farbliche Einfärbung der Zellen ist dies praktisch nicht möglich. Excel bietet auch Möglichkeiten wie zum Beispiel diese Balkendiagramme. So kann man räumliche Informationen auch zusammenfassen, zum Beispiel nach Bundesland. Hier haben wir dargestellt die Kunden pro Bundesland. Mit viel Fantasie könnte man vielleicht hier ein Nord-Süd-Gefälle erkennen. Aber Wachstumsgebiete kann ich hier sicher nicht herausfinden. Deswegen schauen wir uns jetzt die Tabelle neu an und schauen uns diese räumlichen Informationen im Detail an. Wir haben hier 3 zusätzliche Spalten bekommen, die wir jetzt näher anschauen. Schauen wir uns einmal die Außennetzgebiete an und bringen diese Informationen einfach auf die Karte. Ich zoome mal ran, damit man es besser sieht. Sie sehen, schwarz umrandet, das sind die Außendienstgebiete. Und die roten Umrandungen sind die Landkreise in Deutschland. Wenn Sie auf diese Karte schauen, fällt Ihnen schon was auf? Ich zoome nochmal rein. Da sehen Sie einen Unterschied, und zwar im Gebiet 5. Es gibt eine Insel vom Gebiet 5, die sind nicht zusammenhängend.
Und zwar im Osten Deutschlands zwischen Gebiet 1 und Gebiet 2 gibt es einen kleinen Teil, der zum Gebiet 5 dazugehört. Das heißt, durch die Visualisierung der Außennetzgebiete haben wir schnell fehlerhafte Datenzuordnungen gefunden. Warum das so ist, wissen wir nicht, das kann historisch bedingt sein. Aber wir können schon eine konkrete Maßnahme eventuell ableiten. Und zwar, wir können die Vertriebsstruktur anpassen und verbessern, damit unser Außendienst effizienter arbeitet. Wir haben aber auch noch mehr Informationen auf unserer Tabelle. Und zwar schauen wir uns jetzt hier ganz rechts die Anzahl der Kunden an. Wir machen das gleiche Spiel und bringen diese Informationen auf die Landkarte. Das schaut dann so aus, die Darstellung. Wir haben hier für Sie als Informationen den Kundenanteil pro Landkreis. Das heißt, wie viele Kunden gibt es im Landkreis im Verhältnis zu den Einwohnern. Grün heißt, wir haben einen sehr hohen Kundenanteil, rot, wir haben einen sehr geringen Kundenanteil. Da kann man schon einige Informationen ableiten. Zum Beispiel hier im Norden Deutschlands, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, haben wir ganz besonders viele Kunden. Also einen Kundenanteil. Das ist ja sehr erfreulich. Aber es gibt auch Gebiete, wo der Kundenanteil relativ gering ist. Und zwar hier in der Mitte Deutschlands, im südlichen Niedersachsen oder in Thüringen und in Sachsen-Anhalt. Wir haben auch spezielle Informationen hier im Westen. Wenn Sie das Saarland und Rheinland-Pfalz anschauen, haben wir ein Ost-West-Gefälle. Und Bayern ist grundsätzlich sehr unterschiedlich und sehr heterogen. Im Osten haben wir sehr wenige Kundenanteile, im Westen sehr viele und in einigen Städten ist es auch nicht sonderlich gut. Was haben wir daraus jetzt gelernt? Es existieren räumliche Cluster. Was verstehen wir unter Cluster? Für uns sind das geografische Verdichtungen von Merkmalsausprägungen. Und diese Cluster, wie Sie sie hier sehen, sind unabhängig von Bundeslandgrenzen oder Außendienstgebieten. Solche Informationen können Sie in der Tabelle nicht finden. Eine mögliche Maßnahme wäre hier, den Vertrieb auf diese Cluster hinzuweisen. Wir haben aber noch eine dritte Spalte, die wir uns näher anschauen werden. Und zwar haben wir hier die Umsatzinformationen. Diese bringen wir jetzt auch auf die Karte. Da haben wir jetzt ein anderes Bild bekommen. Und zwar sehen wir grün wieder einen hohen Umsatz pro Landkreis, rot sehr gering. Da sehen wir zwei Auffälligkeiten sofort. In Rheinland-Pfalz haben wir besonders viel Umsatz, auch in Schleswig-Holstein, aber in der Mitte Deutschlands, im Osten, schaut es nicht so gut aus. Das heißt, wir haben einen weiteren Wissensgewinn gehabt mit dieser Darstellung. Was können wir ableiten daraus? Wir können dem Vertrieb sagen, er soll sich auf jene Gebiete fokussieren, die wenig Umsatz generieren. Das ist ja grundsätzlich auch eine der Aufgabenstellungen, den Wachstum zu generieren. Wenn man jetzt diese zwei Karten nebeneinander stellt, links den Kundenanteil pro Landkreis, rechts den Umsatz pro Landkreis, haben wir zwei unterschiedliche Darstellungen unserer internen Daten. Die Frage, die sich mir stellt und die sich die Kunden oft stellen, und der Fahrradhersteller, kann ich mit einer dieser Karten sehen, wie hoch mein Marktpotenzial ist, wo soll ich weiter verkaufen? Eher schwer. Bisher haben wir ja nur interne Daten angeschaut. Aber um eine umfangreiche Marktanalyse durchzuführen, brauchen wir auch die externe Sicht. Also wir müssen wissen, wie viel Marktpotenzial gibt es räumlich gesehen in Gesamtdeutschland. Hierfür haben wir unsere Vertriebscontrolling-Abteilung wieder gebeten, uns Informationen zur Verfügung zu stellen. Die hat sich auf die Suche gemacht und hat uns einen Marktbericht gegeben. Marktberichte werden für viele Branchen zusammengestellt, von einer Firma wie Nielsen, GfK oder Statista. Bei uns haben wir jetzt Informationen von der ZIF, das ist der Zweirad Industrieverband. Und hier in dem Marktbericht steht, dass das Gesamtmarktpotenzial für Fahrräder in Deutschland derzeit 7 Milliarden Euro ist. Super, jetzt haben wir eine Kennzahl, 7 Milliarden Euro. So viel Geld gibt es dafür, für Fahrräder. Aber was machen wir jetzt damit? Wir wollen ja das runterbrechen auf die Landkreise. Also, das Ziel ist es jetzt, diese 7 Milliarden Euro auf die Landkreise runterzubringen. Dafür bedienen wir uns einer geografischen Methode, die heißt Disaggregation. Das ist ein sogenannter Top-Down-Ansatz. Das heißt, von oben brechen wir die Daten runter auf die einzelnen Regionen.
Es gibt auch andere Ansätze, wie einen Bottom-up-Ansatz, auf den ich heute aber nicht näher eingehen werde. Um das zu tun, braucht man eine Maßzahl. In unserem Fall ist die Maßzahl, sind das die Einwohner. Ich habe das hier hinterlegt, bläulich, gräulich, sind also Rasterzellen. Wir wissen also genau, wie viele Personen pro Rasterzelle wohnen. Aber es muss nicht immer die Einwohnerzahl sein, die als Maßzahl dient. Je nach Branche ist das unterschiedlich. Installateurbetriebe, die interessieren sich nicht für die Einwohnerzahlen. Für die ist wahrscheinlich die Anzahl der Haushalte interessanter. Oder ein Windelhersteller, der will wahrscheinlich nur die Anzahl der Babys oder Kleinkinder wissen. Schauen wir uns mal die Region um Bremen näher an. Wenn Sie das vielleicht genau anschauen. Diese Rasterzellen, das sind 5 mal 5 Kilometer Raster, die wir hier dargestellt haben. Und da haben wir auch die Bevölkerungsinformation dahinter. Dunkelblau heißt, dort wohnen besonders viele Leute. Hell heißt, da wohnen weniger Leute. Also wir haben da eine wunderschöne Maßzahl, mit der wir weiterarbeiten können. Und wir können dadurch das Marktvolumen in Euro pro Landkreis deswegen ausrechnen. Und das ist das Ergebnis. Sie sehen jetzt dunkelblau jene Gebiete, wo unser Marktvolumen besonders hoch ist. Und in den hellen Gebieten ist das Marktvolumen gering. In dem Fall ist es nicht sonderlich verwunderlich, dass die Landkreise mit einem hohen Bevölkerungsanteil besonders blau ist, weil wir ja die Maßzahl Einwohner hergenommen haben. Somit haben wir jetzt ein Marktvolumen pro Landkreis, das Gesamtmarktpotenzial für die Fahrräder in Deutschland berechnet. Schauen wir uns mal diese 2 Karten, die wir berechnet haben, nochmal genauer an. Auf dieser Seite haben wir unsere Performance, das heißt den Kundenanteil pro Landkreis. Und auf der anderen Seite haben wir das Gesamtmarktpotenzial. Also Potenzial versus Performance. Und wenn Sie schon genau hingeschaut haben, schauen wir uns das Saarland genauer an, haben wir schon die ersten Erkenntnisse. Rechts sehen wir, dass wir da sehr wenig Kundenanteile haben, dafür ist das Marktpotenzial aber besonders hoch. Das ist schon wunderbar. Also, wenn man sich das so anschaut, wissen wir, dass hier viel Wachstum möglich ist. Was machen wir aber jetzt mit diesen 2 Karten? Wir wollen das ja für Gesamtdeutschland machen. Am besten wir verschneiden diese 2 Informationsebenen und es entsteht diese Matrixanalyse. Was sehen Sie hier? Potenzial versus Performance haben wir gegenübergestellt in Form einer Matrix. Wir haben hier nochmal das Saarland. Das ist jetzt blau eingefärbt. Wenn Sie die Legende anschauen, rechts blau, haben wir ein hohes Potenzial, aber wir performen sehr schlecht. Aber wir haben auch andere Informationen. Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel. Hier haben wir ein geringes Potenzial, aber eine super Performance. Also der Markt ist dort super ausgeschöpft. Um Wachstumspotenziale zu identifizieren, sollte man sich somit auf die blauen Gebiete konzentrieren, wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen. Man kann das natürlich auch rausfiltern in der Karte und somit jene Gebiete herausfinden, die ein besonders hohes Wachstumspotenzial für uns haben.